Freunde, grüße euch zurück bei Landwirtschaftssimulator 17 und in diesem Tutorial geht es um das Düngen und das Düngen ist ja jetzt im LS17 spielt eine große Rolle, es hat sich da einiges verändert. So, wir schauen uns aber das erstmal an im Tutorial. Willkommen zum zweiten Tutorial. Hier lernst du, wie du deine Felder düngst, um den maximalen Ernteertrag zu erzielen. Und darum geht es, den maximalen Ernteertrag. So, springen den Traktor, bringen das Gegengewicht, das haben wir schon und so weiter. Das ist ja ganz easy. Wir fahren vor, drücken, Q. Wie gesagt, wieder zurück und ebenfalls Q. Können wir diese Kuh denn etwas leiser machen? Ne, nicht wirklich. Mist ist ein guter Dünger, der zwar stinkt, dafür aber jedoch günstig ist. Und den Mist erhältst du gratis von deinen Kühen und Schweinen. Wähle den Mischstreuer aus und schalte ihn ein und verteile den Mist auf den ganzen Acker. Das kriegen wir hin und zwar wie immer wichtig mit G. Das sehen wir hier unten rechts. Muss natürlich hinten wieder weiß leuchten. Wir fahren aufs Feld, mit B starten wir das Ganze und bringen den Mist auf den Acker. Gute Arbeit, damit hast du dem Boden eine extra Portion Nährstoffe gegeben. Jedes Mal, wenn du den Boden bearbeitest oder Pflanzen darauf wachsen, kannst du eine weitere Schicht Dünger ausbringen. Um den besten Ernteertrag zu erreichen, solltest du während der Wachstumsphase 3-mal düngen. Das ist nämlich das Neue. Wir haben 4 Wachstumsstufen. Ihr könnt immer pro Wachstumsstufe einmal düngen. Also in einer Wachstumsstufe 2-mal bringt euch gar nichts. Ne? Ihr habt 5 Düngemöglichkeiten zur Verfügung. Die sehen wir jetzt. 1 ist der Mist, 2 ist Gülle. Das dritte sind diese Düngekörner, diese chemische Dünger, dann der flüssige Dünger und dann haben wir neu den Ölrettich als Gründünger, der als neue Frucht dazugekommen ist. Gülle unangenehm, ja, sie stinkt, aber sie kommt kostenlos von deinen Tieren, also nutzen wir sie lieber. Geh zum Traktor. Haben wir schon gelernt. Mit Q anhängen, wieder mit G das Arbeitsgebiet auswählen und mit B starten wir die Gülle und bringen auch diese aufs Feld auf. Noch eine Arbeit sauber erledigt. Mehr Nährstoffe bedeuten eine bessere Ernte. Was hältst du davon, jetzt etwas weniger stinkend zu düngen? Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mit dem Striegel kannst du die Erträge deiner Felder auch auf günstige und einfache Art und Weise verbessern. Im Gegensatz zu den vorigen 2 Methoden muss er nicht nachgefüllt werden, kann dafür aber nur während einer bestimmten Phase im Wachstumsprozess genutzt werden, wenn die Pflanzen gerade sprießen, aber nicht zu hoch wachsen. Und jetzt rein in den Traktor. So, das ist wie quasi so ähnlich wie Skruppern. Man fährt dann einfach drüber. Hervorragend, Striegeln eignet sich sehr gut für Weideflächen, die das Gras ständig wechseln. Da das Gras ständig wächst und widerstandsfähiger ist.
Kunstdünger in fester und flüssiger Form ist zwar verhältnismäßig teuer, dadurch jedoch hochkonzentriert, wodurch du weniger ausbringen musst. Die Maschinen, mit denen du diesen Dünger verteilst, können außerdem eine sehr große Fläche auf einmal bearbeiten. Geh rüber zum Traktor. Genau, das ist jetzt dieses Kernel-Gedöns. Wie immer die Sachen anhängen. Na, jetzt. Genau. So. Moment, dann machen wir das schnell hier. Die letzte interessanteste Düngemethode ist der Einsatz von Zwischenfrüchten in unserem Feld. Fall der schnell wachsende Ölrettich. Hier brauchst du etwas mehr Zeit, aber du sparst bares Geld. Das ist der Ölrettich, der wird untergekoppelt. Nach der Ernte kannst du den Ölrettich anstatt des eigentlichen geplanten Getreides anpflanzen. Sobald die Rettiche etwas gewachsen sind, musst du sie nur in den Boden einarbeiten. Dadurch gehen sie zwar kaputt, geben den Erdreich aber viel organisches Material und viele Nährstoffe zurück. Genau, das ist nämlich jetzt neu, der Gründünger. Den tun wir einfach unterkuppern und haben somit 30% mehr Ertrag dazu gewonnen. Also wie gesagt, dreimal düngen, 30%, sind wir bei 90%. Das Pflügen bringt uns zusätzliche 10%, also sind wir bei 100% mehr Ertrag. Keto, das ist eine andere Art, den Boden auf biologische Weise zu düngen. Entscheide selbst, welche der verschiedenen Düngemethoden du nutzen willst und dir leisten kannst. Und denke daran, für den maximalen Ernteertrag dreimal während der Wachstumsphase zu düngen. Wenn du willst, kannst du ein paar der Tutorials für fortgeschrittene spezifische Themen anschauen und dich im Karrieremodus austoben und ein eigenes Stück Land bewirtschaften. Genau, so schaut's aus. Bis dann erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir Likes und Kommentare da.